Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heldenreise-Podcasts. Mit dabei heute die Tammy Weinowski und Thomas Scherer. Und die arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen und haben wirklich ganz tolle Erfolge vorzuweisen. Und die Tammy weiß nämlich, wie man die ein oder andere Blockade auflösen kann, wie man sich um seine Gesundheit kümmert im 360 Grad und hat auch eine Fitness-Lounge und ist seit 10 Jahren wirklich sehr erfolgreich dabei. Sie ist heute in Berlin und hat einen Klienten mitgebracht, der wirklich auch einige tolle Erfahrungen zu berichten hat. Was die beiden da wirklich aushacken, das werden sie uns jetzt gleich erzählen. Seid gespannt und ich hoffe, ihr könnt wieder einiges für euch mitnehmen. Herzlich willkommen, Tammy. Ich freue mich, dass du die Community hier auch ein bisschen aus deiner Praxis teilhaben lässt und ich bin sehr gespannt. Ja, was hast du denn mit deiner ganzen Fitnesskarriere gestartet und wo hat das alles hingeführt? Hol uns da mal ganz kurz ab. Oh, das hat sehr, sehr früh angefangen. Ehe ich auf den Weg gekommen bin, Sport zu machen, gibt es noch einen Vorlauf, denn ich habe mal eine Kochlehre gemacht, woraus sich Schmerzen resultierten. Ich konnte nicht mehr lange stehen und ich hatte Rückenschmerzen. Und ein Freund von mir eröffnete ein Sportstudio und da bin ich dann hin und habe gefragt, ob ich da trainieren kann. Und so kam ich zum Sport. Ich wurde dann von ihm gefragt, ob ich mich vorbereiten lassen würde für Meisterschaften. Und das fand ich natürlich toll, weil ich überfordert war mit den Fitnessgeräten und hatte somit einen Personal Trainer an meiner Seite, der mich geradezu zu den Meisterschaften führte. Und nebenher wurde ich die Rückenschmerzen los. Und bei dem Thomas waren das ja ähnliche Symptome. Wie konntest du ihn denn dabei unterstützen? Er ist ja auch sehr erfolgreich. Er ist aus Los Angeles, jetzt heute mal mit in Berlin. Ihr habt euch jetzt wieder getroffen und du hast ihn da ja auf verschiedensten ja, Stationen in seinem Leben schon mit begleitet. Wie hat denn das angefangen und welche Ergebnisse konntet ihr denn da erzielen? Ich würde sagen, es war eine Zeit in Berlin. Ich bin gerade mit meiner Familie nach Berlin gezogen. Wir haben eine Firma gegründet, waren am Anfang sehr erfolgreich und es war ein ziemliches Tempo, was so in der Firma geherrscht hat und natürlich auch der Umzug. Das heißt, bei mir kam es zu einem Burnout. Also ich war dann an so einem Punkt, wo nur noch so ein Durchkämpfen war. Also so von Tag zu Tag irgendwie zu schauen, wie man das jetzt irgendwie meistert. Also Freude war da keine mehr zu spüren. Und ein guter Freund von mir, der ein Klient von dir war, oder vielleicht immer noch ist, das weiß ich jetzt gar Thomas nicht. Bach. Mhm. Und der hat mir von der Tammy dann berichtet. Also der ist Klavierspieler und wir haben einige Kompositionen von ihm vermarktet. Und der hat erzählt, dass er Schwierigkeiten mit dem Rücken hatte und dann seine Finger nicht mehr als Klavierspieler, ja, der konnte seine Finger nicht mehr bewegen. Die waren taub auf die Füße. Das war also äußerst dramatisch auf jeden Fall. Er hat sie getroffen, sie hat ihn behandelt, Tammy hat ihn behandelt und dann war alles wieder in Ordnung. Ich habe gedacht, okay, warte mal, alles klar, das ist ein gutes Zeichen, da gehe ich hin. Und dann weiß ich noch ganz genau, Tammy, wie ich da bei dir aufgetaucht bin. Oh ja. Ich meine, ich war ein Häufchen Elend. Das ist nicht übertrieben, Felix. Ich habe mich da wirklich dann zum Taxi hingeschleppt, hingefahren und so weiter und bin auf der Couch gesessen und war einfach nur fertig. Einfach nur fertig. So, was da passiert ist, war so dieses Erkennen. Also, du hast sofort gesehen, um was es geht. Du hast sofort Natürlich. gesehen, okay, weil du das auch alles selber, wie du gerade schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen erzählt hast, weil du das kennst. Also, du hast das erlebt. Du Aus bist jetzt eigenen Erfahrungen. keine Theorie, sondern aus eigenen Erfahrungen, eigene empirische Bezüge, was auch funktioniert und so weiter, diese ganze Genau. Kernkompetenz. Du hast angefangen, mir erstmal irgendwie sozusagen Mut zuzusprechen. Weißt? Also erstmal irgendwie, hey, was, das kriegen wir hin. Und wenn man das schon mal hört, dann ist so, okay,
gut, dann gehen wir es jetzt an. Und das haben wir dann gemacht. Genau. Und dann ist die Energie geflossen, mit dem Rücken, die Stärkung. Ich sah jünger aus, auch kein schlechtes in meinem Alter. Ne? Sah Der jünger aus. Blutdruck ging runter. Der Blutdruck ging runter. Ich bin jetzt einfach ehrlich, ich hatte eine Herz-OP tatsächlich ein paar Jahre vorher, wo ich noch in München war. Das war jetzt alles in Berlin. Und das heißt, es ist sehr wichtig, dass der Blutdruck runtergeht. Also all diese Faktoren mit dir und mit deinem Ärzteteam, Genau. die einfach ein spezielles Team sind. Da ist so eine intime Beziehung und so viel Respekt habe ich da erfahren von den Ärzten, dir gegenüber, dass das wie so ein wunderbares Einlassen war, Felix. Weißt du, das war so, oh wow, dann sind wir zu einem Herzarzt hingegangen und der hat dann gleich gesagt, alles klar, du bist eine Klientin von der Tammy, besondere Behandlung Genau. und so weiter. Das war Spezielles Zimmer. spezielles Zimmer und dann genauso wie bei Frau Dr. Rieger und so weiter. Das war sofort so ein Fokus auf, dass es mir gut geht. Weißt du, weil das ist ja etwas, was ich meine eigene Verantwortung nicht übernommen habe. So kommt man ja dann in solche Situationen. Aber du hast es in dem Augenblick angefangen und dann Stück für Stück mir die Verantwortung auch so gelernt weiterzumachen. Weil Ganz das ist ja genau. das Entscheidende. Es geht ja nicht um Abhängigkeit, es geht darum, Genau. aufzurichten Ja. und dann zu sagen, schau mal her, das und das und das und das musst du jetzt machen, damit du selber die Verantwortung für deine Gesundheit und für dein Mind, Body and Soul, weil das ist ja dann auch noch wirklich dieses Gefühl Freude, Lebensfreude. Also es war, kurze Rede, langer Sinn, die Lebensfreude, die Kraft war wieder da, Felix, und dann ging die Karriere los. Und die Familie hatte auch wieder was von ihm, Ja, das weil stimmt. wir ja wieder Struktur reinbekommen haben in den Tagesablauf. Vorher war ja nur Zeit für den Job und das haben wir auch neu organisiert. Das stimmt. Ne? Genauso war es. Ja. Und Andere Zeiten mit dem Handy. Zu bestimmten Zeiten musste er abends das Essen. Handy wirklich ausmachen. Zu Essenszeiten. bestimmten Zeiten essen. Also das klingt ja fast schon Ja. irgendwie so, okay, da muss man nochmal von Anfang an fangen, aber so ist es Ja, halt. genau. Wenn du auf dem falschen Weg bist oder wenn du, dann läufst du halt so lang, bis es irgendwie kracht. Und das war dann zu dem Zeitpunkt der Fall. Ich hatte das Glück, Gott sei Dank, und habe dann genau all diese Dinge in mein Leben integriert. Und wie gesagt, dann hat es erstes Mal im Job funktioniert, das hat in der Familie, mit der Heike, mit Benno und so weiter, wunderbar. Das hat nochmal alles irgendwie so aufleben lassen, Felix. Toll. Und dann ging es nach Hollywood. Ja. Großartig. Jetzt in Hollywood. Ja, genau. Die Energie hat sich aufgebaut, so wie bei mir, aus meinem eigenen Leben auch heraus. Was mir immer gefehlt hatte, war immer die Kraft, die Energie. Und ich habe irgendwann mein 5-Elemente-Konzept entwickelt, auch aus der eigenen Not heraus. Ich hatte leider keinen Coach, aber ich durfte so ein Konzept entwickeln, um anderen Menschen da rauszuhelfen, aus dieser Energielosigkeit rein in die Organisation, sodass Harmonie im kompletten Leben herrscht, sodass die Energieverteilung tatsächlich nicht nur auf den Beruf ist, sondern verteilt, Beruf, Familie, ja, man selbst, Genau. ja, wo steht man, wie viel Zeit widme ich mir und an welcher Stelle, dass das wirklich alles harmonisch abgestimmt ist und man all dem Aufmerksamkeit schenkt, wo die Aufmerksamkeit hin darf, ja. Absolut. Großartig. Genau das wollte ich mich gerade fragen. Was ist denn dieses 5-Schritte-System oder welche 5 Prinzipien gilt es denn da zu beachten? Magst du uns die mal ganz kurz zusammenfassen? Es geht natürlich um Ernährung, um Ausdauer, um die Kraft, um Dehnung, um die Regeneration vor allem. Also nicht nur Training und Aufbauen, sondern Anspannung und Entspannung ist entscheidend, wobei wir dabei natürlich auch beachten dürfen, und das haben wir auch geübt, richtig zu atmen. Weil wenn man richtig atmet, dann veratmet man auch schon Stress. Und das sind noch so viele Feinheiten nebenher, die natürlich berücksichtigt werden, unabhängig davon, dass wir mit dem Ärzteteam oder ich mit dem Ärzteteam Dinge abspreche, die auch im Blut untersucht werden, damit wir adäquat
auch ergänzen können. Auf welche Art und Weise bespreche ich immer mit dem Ärzteteam, was wirklich sinnvoll ist. Und das ist ja von Person zu Person ganz, ganz unterschiedlich. Wir holen alle da ab, wo sie sich befinden und geben dem Körper das, was er braucht. Aber jetzt muss ich noch was addieren. Du gehst nämlich tiefer. Natürlich. Okay, du gehst nämlich tiefer. Weil es geht auch darum, was sind die Konzepte, was sind die verschiedenen Konditionierungen, was wir uns angelernt haben aus der Kindheit, was sind die verschiedenen Dinge, die uns dann eben so steuern, dass wir auf der einen Seite ja wohlweislich wissen, dass es für uns besser ist, aber es nicht tun. Also was sind da für bestimmte Strukturen, die uns hindern, gesundheitlich die richtigen Entscheidungen treffen, beruflich die richtigen Entscheidungen, Familie, privat und so weiter. Du gehst da tiefer, du gehst auf jeden Fall tiefer in diese Konzepte, um Stück für Stück dann die Möglichkeit zu haben, jeder Einzelne natürlich für sich, die Möglichkeit zu haben, das zu fühlen und das dann auch eben energetisch zu öffnen und loszulassen. Genau, ich habe mich ja auch entwickelt und mein Konzept ausgebaut und bin ja heute Gesundheits- und Mentalcoach, weil alles zusammengehört, ne? Wie so ein Zahnrad in das nächste greift, so arbeite ich mit allen, damit alles rund wird, alles in Harmonie kommt und das Leben wieder Spaß macht, leicht ist. Ja, und man für die lieben Menschen um sich herum auch Zeit hat. Und nicht nur Zeit, dass man nicht nur da ist, sondern dass man wirklich richtig auch die Aufmerksamkeit hat. Im tieferen Sinne. Also du hast es schon angesprochen, es braucht sowohl das Körperliche als auch das Mentale. Und das Mentale, gerade wenn natürlich die Dinge schon über viele Jahrzehnte so programmiert sind, diese Nuss, die knackt man ja jetzt nicht von heute auf morgen. Wie lange läuft denn so eine Zusammenarbeit in der Regel ab? Geht es über mehrere Wochen oder Monate? Also klar, irgendwann gibt es wahrscheinlich Follow-ups. Es gibt wieder neue Themen, die man vielleicht auch noch bearbeiten möchte. Aber wie sieht so der Durchschnitt aus, wenn jemand mit dir zusammenarbeiten möchte? Auf welche Journey darf er sich denn da einstellen oder sie, je nachdem? Normalerweise ist es so, dass ich empfehle, ein Jahr bei mir erstmal sich festzulegen, dass wir eine gemeinsame Reise starten können dahin, dass die Person erstmal gesund ist, dass sie einen Fahrplan hat im Leben und harmonisch ausgerichtet ist mit allem. Auf dem Weg zur Freude, Spaß, Leichtigkeit. Und geht es da vor allem dann um, ich sag mal, wir kommen ja immer wegen zwei Sachen, wenn wir aktiv, entweder wegen der Belohnung oder wegen der Schmerzvermeidung. Ist es dann immer häufig erstmal, dass ein Schmerz wieder weggehen soll und dann wahrscheinlich. Leidenschaftlicher Präventionscoach. Aber es ist leider so, dass der Mensch erst oft reagiert, wenn Schmerzen da sind. Und ich kenne das auch von mir selbst. Ich wäre wahrscheinlich sonst nicht zum Sport gekommen, wenn ich nicht Schmerzen gehabt hätte. Wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen und hätte auch eher den Fokus weiterhin auf den Beruf gehabt. Aber so hat sich das bei mir ja auch Stück für Stück aufgebaut. Und so bin ich ja dann auch zu den Meisterschaften gekommen. Und aus dem Spaß und der Freude an dem Sport bin ich dann Berliner Vizemeisterin geworden. Ja, so passieren die Dinge im Leben. Das ist alles eine Reise. Und wenn man sich dahin begibt, ja, erlebt man manchmal Wunder. Das stimmt. Ne? Genau, darauf wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen. Inwieweit kannst du denn deine Erfolge, die du im Fitness oder Bodybuilding sammeln durftest, inwieweit überträgst du das denn auch auf das, was du mit deinen Klienten machst oder auch auf berufliche Themen? Was gibt es da für dich für Überschneidungen? Also die Erfahrungen, die ich bei den Meisterschaften gesammelt habe, sind ja auch im Mentalbereich, würde man jetzt gar nicht drauf kommen. Ne? Es geht ja um den Körper, ums Darstellen, dass man gut sich austrainiert hat. Das ist ja das, was man auf der Bühne sieht jetzt als Zuschauer. Aber was sich entwickelt hat, ist ja, wie komme ich erstmal dazu, diese Kraft zu haben, mich dahin zu trainieren.
was gehört alles dazu? Da kommt ja die Ernährung ins Spiel. Wie ernähre ich mich denn, dass ich überhaupt Muskeln aufbauen kann? Und das ist nur ein Teil. Mein Fünf-Elemente-Konzept ist ja so entstanden über die Meisterschaften, ja, durch diese Erfahrung, die ich dort gesammelt habe. Aber auch im mentalen Bereich ist es so, dass ich selbst sehr davon profitiert habe, mehr Selbstwertgefühl zu entwickeln, indem ich mich da präsentiert habe, durch die Interviews, die geführt wurden und so weiter, ne, war das einfach auch ein Erwachsenwerden eigentlich auf der Bühne, ein aus sich rauskommen, sich nicht nur zeigen, was man geschafft hat durch das Krafttraining und durch die Kraftelemente, die ich ja auch sehr hart trainiert habe. Das ist ja nicht, man stellt sich nur auf die Bühne, sondern dass die Kraftelemente und der eigene Körper hochgehoben werden kann. Das ist ja ein spezielles Training. Und da entwickelt man natürlich, wenn man das schafft, mehr Selbstwertgefühl. Und das war aus meiner Kindheit heraus ein ganz großer Punkt, den ich aufarbeiten durfte, da ich nicht so die Eltern hatte, die andere so haben, die einen stärken, durfte ich das auf einem anderen Weg selbst tun. Und das hat mich sehr gefestigt. Und ich konnte sogar dadurch, durch das, was ich gelernt habe, meiner Mutter helfen, die leider süchtig war vom Alkohol und durfte auch empathisch ihre Geschichte erstmal mit annehmen oder zumindest akzeptieren, wie ist sie denn dahin gekommen, um ihr vergeben zu können. Da kommen wir wieder zu dem Mentalcoaching. Denn nach meiner Erfahrung ist es so, dass Liebe alles heilt. Und ich konnte somit eine Beziehung zu ihr aufbauen und sie tatsächlich als Mensch kennenlernen, was man bei Alkoholikern ja sonst nicht kann, solange sie abhängig sind. Und das aufzubauen, was Gemeinsames aufzubauen und sich kennenzulernen, das war eine großartige Erfahrung für mich. Auf der anderen Seite auch wieder zu lernen, Grenzen zu setzen, was auch nötig ist. Da kommen wir wieder zum Mentalcoaching. Klar. Also die wenigsten haben ja wahrscheinlich keinen Rucksack, den sie mit sich rumtragen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du hattest vielleicht nicht die besten Voraussetzungen durch deine Kindheit, wenn du da nicht ganz so gefördert worden bist. Dafür bist du aber jetzt deutlich resilienter. Ja? Andere, die eben vielleicht da ein bisschen mehr Support hatten und nicht so viele Widrigkeiten wegstecken durften, die haben dann vielleicht in der zweiten Lebenshälfte dafür wieder ihre andere Challenge, weil sie sich dann wieder... Absolut. Ich bin glücklich über meine Geschichte, weil die hat mich ja gestärkt. Und zu erkennen, was einen stärkt, ist ja auch das Schöne am Leben. Was ist jetzt nötig, dass ich gestärkt bin? Für was auch immer, wozu ich halt Lust habe. Der Beruf, den ich machen möchte, den ich ausüben möchte. Oder ist es das überhaupt? Ja, das herauszufinden, auch die Begabung. Ich bin ja auch Mama von 2 Kindern. Dieses Thema gestärkt zu werden, das betrifft ja viele Menschen. Ob das jetzt in der Familie, weil da irgendwie das Familiensystem vielleicht überarbeitet werden dürfte oder weil man vielleicht noch im falschen Beruf feststeckt, sein Potenzial noch nicht leben kann. Wie gehst du denn da vor bei einer Zusammenarbeit, um wirklich herauszufinden, wie kann diese Person noch mehr gestärkt werden? Also fragst du sehr viel und wie dringst du wirklich in die Tiefe, so wie es Thomas eben schon erzählt hat, dass es bei dir viel tiefer geht? Wie wird es bemerkbar? Das kann auch gerne Thomas nochmal beantworten, was ihn da vielleicht so ein bisschen aus den Socken gehauen hat, wo er gar nicht mit gerechnet hätte, um einfach den Zuschauern und Zuhörern hier ein bisschen mehr Einblick noch geben zu können. Sehr gerne. Also ich würde sagen, definitiv Fragen zu stellen, definitiv die Führung für jeden Einzelnen, mit bestimmten Fragen
dem Klienten die Möglichkeit zu geben, sozusagen selbst auf die Lösung zu kommen. Also, und das kannst du so fantastisch, dass es dann zu verschiedenen Aha-Erlebnissen kommt. Aber es ist jedes Mal etwas, was du selbst erkennen musst. Du selbst musst an der Stelle erstes Mal bereit sein zuzuhören, bereit sein für den Prozess, für den Journey, für die Reise und dann mit Fragen langsam zu schauen, was ist da, was sich da zeigt, was ist da, was aus der Vergangenheit da ist. Denn Felix, ich glaube, was den Rucksack betrifft, den haben wir alle. Genau. Den haben wir definitiv alle. Egal, ob die Kinder irgendwas schon, ob die alles gepampert kriegen und alles gezahlt kriegen und den Porsche mit 18 oder was auch immer. Das ist unsere Reise. Ganz genau. Das ist absolut unsere Reise. Und dann an der Stelle halt den Rucksack von hinten vor und dann sagen, so, jetzt schauen wir mal. Nicht alles auf einmal, genau. Aber mit der Führung von dir zum Beispiel ist es mir gelungen, mehr Selbstliebe zu nicht entdecken, weil es ist immer da, vielmehr das entfalten zu lassen. Das ist vielmehr genau durch die Möglichkeiten, weil wenn du geführt wirst in diesen Fragen, dann hast du die Möglichkeit, diese Aha-Erlebnisse aus der Kindheit, zum Beispiel mit meiner Mutter und so, dann kam das dann so, wow, oder Tränen natürlich. Weil die Erfahrungen eben sehr, sehr traurig waren. Meine Mutter ist da früh gestorben. Und dann diese Gefühle nochmal zuzulassen, das ist genau das, wie wir uns erleichtern von dem Rucksack. Das ist genau das, was passiert. Und deswegen habe ich gesagt und betont, du gehst tiefer. Ja. Aber wir machen das trotzdem mit Leichtigkeit und Spaß, weil wir uns ja nebenher bewegen. Das heißt, die Fragen kommen nicht, wir sitzen hier am Tisch und dann wird hier so ein Frage-Antwort-Spiel gemacht, sondern wir haben Spaß bei der Bewegung und nebenher quatschen wir einfach ein bisschen. Sodass es gar nicht auffällt, weißt du? Das ist einfach alles liebevoll, freundschaftlich und auf einer ganz spaßigen Ebene. Toll, ja, weil genauso muss es auch sein. Das ist auch unsere Erfahrung mit unseren Kunden. Die werden sehr häufig zu Freunden, weil so kriegst du einfach die besten Ergebnisse hin. Ja? Wenn eine sehr vertraute Umgebung geschaffen worden ist, dann wirkt sich das natürlich auch vor der Kamera natürlich nochmal ganz anders aus. Und wir kriegen viel wahrhaftigere Momente. Ja? Ich vergleiche das häufig wie mit so einem Hochzeitspaar. Wenn die dir vertrauen, dann kriegst du tolle Bilder, tolle Aufnahmen. Und dafür gilt es aber natürlich auch, eben als Coach, Experte, Berater, Trainer, eben diesen Raum eben auch bereitzustellen und eben hinzuschauen, was braucht jetzt wirklich die Person und eben nicht zwangsläufig die Couch, wo man sich dann eben drauflegt und dann hört man sich das eine Stunde nur an. Und dann sagt man, okay, vielen Dank, wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder. Ja, das Schöne ist ja, dass meine Klienten immer gesagt haben, wenn sie raus sind nach der Stunde, nach der Einzelstunde, dass sie immer voller Freude, Leichtigkeit waren. Ja. Egal, was wir besprochen haben oder was wir gemacht haben, war immer mehr Kraft da. Und die baute sich stetig auf. Das stimmt absolut. Und das ist einfach das Geheimnis, das ist das Konzept. Ja, deswegen sind wir wöchentlich seit 13 Jahren, weil das ist die beste Möglichkeit und die beste Prävention, nicht in einen Burnout oder was Ähnliches überhaupt in diese Richtung sich zu entwickeln, sondern wenn größere Stresssituationen sind, zack, komm so und du holst mich da wieder raus. Genau. Und nach jeder Session ist es einfach, deswegen haben wir es auch am Montag, by the way. Genau, wieder ein Aufrichten. Wupp, okay, auf geht's. Also Thomas hat natürlich gelernt, er ist zwar im Burnout zu mir gekommen, aber er hat gelernt, dass Prävention das A und O ist. Und ich bin an für sich ein Präventionscoach. Ich wünsche mir natürlich, dass Menschen schon, bevor sie in Burnout rutschen, zu mir kommen, weil Burnout so schleichend ist. Man merkt es nicht. Ne? Und der Körper zeigt das manchmal wirklich schlagartig, wie es ja bei dir auch passiert ist, dann mit einer schwierigen Situation,
die oft wirklich auch mit einer OP einhergeht. Und ich habe das auch erlebt. Ich hatte eine Glutenunverträglichkeit und durch die Entzündungen, die da entstehen, weiß ich heute, dass das meine Kraftlosigkeit von damals war, was wir heute auch mit behandeln mit meinem Ärzteteam, dass wir darauf schauen, dass wir darauf gucken, weil ich weiß, dass es das gibt. Und jetzt, wo es ausgemerzt ist, ist natürlich die Kraft auch da. Und dennoch ist es ein jahrelanger Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen machbar. Und das ist oftmals auch nicht in einem Jahr ausheilbar, da man ja erstmal bestimmte Dinge erlernen darf. Ja, Absolut. andere Ernährungsweisen, anderes Essverhalten, viele Dinge, die dazu führen, dass die Entzündung aus dem Körper verschwinden dürfen. Klar, am Ende geht es immer um die Energie. Ja? Wie ein Baum, der nicht mehr wächst, stirbt. Ja? Da muss ja auch immer Energie zugegeben werden. Ob das jetzt Sonnenenergie ist, ob das jetzt wieder Wasser ist, damit eben genug Feuchtigkeit ist, dass eben einfach der Nährboden auch bereitgestellt wird. Und das gilt es natürlich auch zu beachten mit der richtigen Ernährung, mit dem richtigen Umfeld. Dinge, die dir eben Kraft geben, Energie schenken, als dass sie dir die ganze Zeit was abzapfen. Und dementsprechend finde ich das natürlich super, dass ihr seit 13 Jahren sogar da schon ja, am Werk seid und immer wieder nochmal oben einen draufpackt, weil Thomas ist ja sehr erfolgreich jetzt und arbeitet mit großen Hollywood-Größen zusammen. Ganz genau. Jennifer Lopez. Wow. Wenn ich jetzt wieder heimfliege, dann geht es gleich zum Konzert von Metallica. Also ich kann mich nicht beschweren. Ja, aber was hast du so schön gesagt? Damals, als du zu mir kamst, war der Aufwand deiner Arbeit sehr, sehr, sehr viel geringer als heute. Also er braucht wesentlich mehr Energie und ist älter geworden und hat sie zur Verfügung als damals. Das stimmt absolut. Wo er im Burnout war. Und das zeigt ja das, was es gebracht hat, was wir tun seit so vielen Jahren. Und obwohl man älter wird, die Energie hochzuhalten, das ist es ja, was wir tun. Mit viel Frieden, gerade als Manager. Ne? Deswegen ist es auch meine Zielgruppe. Da die Energie zu haben, die Leichtigkeit, auch für die Künstler, das erwarten die auch. Das sind ja auch alles Profis. Ne? Jennifer Lopez. Ja, da darf man schon auch diese Energie haben, diese positive Energie, und das üben wir ja auch permanent, ne? Wenn du da die Energie nicht hast, wenn du da nicht die Ausstrahlung und die Energie hast, dann kannst du es vergessen in Hollywood. Das ist es. Ja. Weil das ist auf Gewinnen ausgerichtet, das ist auf Oscar ausgerichtet, und diejenigen sind dann, mit denen will man zusammenarbeiten. Und deswegen die Energie und diese Ausstrahlung, das ist das Entscheidende für den ganzen Erfolg. Genau. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen. Also, wenn ich mir das so vergleiche, Felix, weißt du, also vorher, wir haben gestartet und so weiter, das waren also dann vielleicht 200 Mitarbeiter, 150, 200, jetzt sind es 1500, 20 Offices, viel mehr Verantwortung, viel mehr tägliches Volumen an Arbeit und so weiter. Ja, Time Management, Phone Calls und so weiter. Der Vergleich ist wirklich der Hammer. Und dann, wenn ich mir das dann anschaue, denke ich mir, wow, den Burnout hatte ich hier, da war der Bereich noch so, jetzt bin ich hier. In Hollywood und es klappt. Natürlich sind Challenges und da geht es auch wieder, aber ja, das ist das Leben. Aber die Energie ist dafür da, die verschiedenen Herausforderungen dann an der Stelle auch wirklich anzunehmen. Ja, und in so einer Position sich zu halten und trotzdem Zeit mit der Familie zu haben. Oftmals gehen ja wirklich auch Familien in die Brüche, weil man so erfolgreich ist und so viel Energie da reingibt. Ne? Wir haben das geschafft, dass immer alles verteilt ist von der Energie. Ja, das stimmt. Ich bin sehr, sehr froh. Mein Sohn ist jetzt 19. Immer wieder neu aus. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte ich vieles von meinem Sohn gar nicht mitgekriegt. Genau. Weißt du, weil und Benno ist jetzt auch bei mir. Stimmt. Und die Heike liebt es auch irgendwie, den Austausch mit dir zu haben. Genau. Was hat sie letztens gesagt? Was hat sie ja gesagt? Ja.
Was wäre nur gewesen, wenn du Oh mich nicht ja, gehabt hättest? oh ja, genau, das hat sie gesagt. Thomas, du hättest das alles nicht geschafft, wenn du die Tammy nicht gehabt hättest. Dann habe ich gesagt, Und das ist ein großes Lob für Das mich ist- von der Frau von Thomas Scherer. und ich setze noch eins drauf, Felix, wird zwar in Münchner, sie ist Schwäbin. Das heißt, da gibt's, wenn es da ein Lob gibt, Ja. das heißt eigentlich, im Schwabenländle heißt es also, nicht geschimpft ist Lob genug. Und wenn das von meiner Frau kommt, dann muss ich echt sagen, ja, okay. Ja. Dann wirkt es doppelt so stark. Dann wirkt es Das definitiv. ist doppelt so Genau, stark, genau. definitiv. Ja. Mein Gott. Aber ich wollte auch noch erzählen, warum kommen Menschen zu mir, die keine Kraft haben. Das ist wahrscheinlich wirklich die Energie, die ich anziehe, weil das immer mein Thema war. Ich bin auch selbst in den Burnout reingerutscht. Ich habe viele Jahre als Personal Trainerin gearbeitet und habe selbst eine Herzmuskelentzündung bekommen, weil ich zu fokussiert auf den Sport war, auf meine Klienten, die das natürlich auch eingefordert haben, dass ich immer da bin und viel Energie für sie habe. Aber ich weiß heute durch meine eigenen Erfahrungen, worauf man schauen muss, damit anderen das halt nicht passiert. Und kann sie deshalb so gut ausgleichen und immer wieder den Fokus neu setzen, aus eigenen Erfahrungen heraus. Absolut. Ich weiß genau, wovon du da sprichst, weil das Thema Energie, das gibt ja meistens diese zwei Lager. Die einen, die haben sie und dann wollen viele dann auch mit sich dranhängen, weil sie sich davon eben versprechen, auch einen Teil dieser Energie eben abzubekommen. Deswegen haben ja zum Beispiel auch meine großen Vorbilder wie Arnold Schwarzenegger, Spielberg, Clint Eastwood, jetzt mal so als Beispiele, so viele Follower auch. Ja? Viele wollen ja Influencer, YouTuber oder irgendwelche Fernseh- oder Stars werden am Ende des Tages. Aber es ist genau, wie es Thomas gesagt hat, du brauchst eben diese Energie, sonst wirst du es in Hollywood nicht so weit bringen. Und um diese Energie dann eben aufrechtzuerhalten, musst du natürlich dann auch wieder die richtigen Strategien eben nutzen. Sonst wird das eben nichts. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das sind Strategien, die muss man sich ein Stück weit eben auch selber antrainieren, weil das kriegen wir nicht in der Schule beigebracht. Da gibt es auch kein Studium dazu. Dafür gibt es eben so tolle Menschen wie dich, Tammy, damit eben der nächste Step dann eben irgendwann eingeläutet oder eingeleitet werden kann. Weil sonst bleibt es eben, sage ich jetzt mal, wie so eine Art Durchschnittsleben. Da kann ich jetzt wieder Arnold Schwarzenegger gut zitieren. Er wollte nie so ein Durchschnittsleben, sonst würde er jodeln irgendwo in Österreich. Ich war nämlich vor 2 Wochen. Ich war auf seiner Geburtstagsfeier mit seinen besten Freunden und das ist jedes Mal, das ist so inspirierend, einfach in dieser Welt dann irgendwie auch mit drin zu sein und einfach zu sehen, was alles möglich ist, wenn man wirklich dann auch die richtigen Schritte eben einleitet. Dann ist alles möglich. Oder einleiten lässt. Ich glaube, wir Menschen brauchen schon auch immer jemand, der von außen rauf guckt. Trotzdem wir alle Strategien kennen, ich kannte die damals auch, als ich im Burnout gelandet bin. Und dennoch hatte ich nicht den Blick von außen auf mich, um da rauszukommen oder um das zu verhindern. Obwohl ich auch ein Fitnessfachwirtstudium gemacht habe, wo es ja um Prävention ging, wo es um Rehabilitation ging. Ich hatte alles Wissen und dennoch konnte ich mich selbst nicht davor schützen. Ich habe meinen Mann an meiner Seite, der mein Coach ist, der mich stärkt, der mir den Rücken stärkt permanent und der immer wieder sagt, so, jetzt ist hier Stopp. Und da bin ich meinem Mann unheimlich dankbar, weil ich das gar nicht durchgehalten hätte ohne meinen Mann. Ohne die Stütze, ohne dieses Draufschauen. Wir brauchen alle einen Coach an unserer Seite, der uns liebt, dem wir wo wir das Interesse haben für den anderen. Und der sagt, du, hier an der Stelle mach mal Stopp, atme mal durch. Und wir fahren jetzt mal in Urlaub und dann geht's weiter und dann geht's wieder volle Kraft voraus. Dann hat man auch die Energie wieder. Von allein würde man dann nur wahrscheinlich einen Haken machen und alles abarbeiten, was abgearbeitet werden darf. Und das kennen wir alle.
egal wo, in welchem Bereich wir arbeiten. Im Grunde genommen sind wir doch alle ziemlich gleich. Und dennoch ist jeder einzelne von uns ein Wunder und ich hole alle Menschen, die zu mir kommen, auch genauso ab. Wo sind die Probleme? Warum sind die da? Und wie können wir die Probleme abbauen und Freude, Liebe, Spaß aufbauen? Ganz einfach und die Harmonie herstellen. Was fehlt denn im Leben? Und das wird auch alles besprochen. Sehr gut, Tammy. Wie kommen die Leute jetzt zum Abschluss dieser Folge mit dir denn am besten in Kontakt? Was gibt es denn da für Möglichkeiten, um sich das vielleicht mal genauer anzuschauen, damit sie eben auch genau diese professionelle Begleitung eben nutzen können? Ja, ich habe eine Homepage. Das kann man sich ja erstmal anschauen und kann mich kontaktieren über meine E-Mail-Adresse. Steht alles mit auf der Homepage drauf. Super, das verlinken wir natürlich auch hier alles und dann kann ich euch wirklich nur dazu motivieren, geht einfach mal da den nächsten Schritt, schaut euch das mal genauer an und vielleicht kann die liebe Tammy euch auch hier die besseren Wege noch aufzeigen, wie ihr eben auch mehr Kraft, Energie und eben auch euer Potenzial und euren Körper und euren Geist nochmal auf einem ganz anderen Level einsetzt. Ganz genau. Und ich kann sagen, es funktioniert. Genau. Es ist genau so. Ja. Und das ist wunderbar. Deswegen kann ich von Herzen empfehlen. Absolut. Ja, und vor allem, wenn jemand auch Probleme hat, ne, kann er die sehr schnell loswerden. Manchmal schneller, als man denkt. Vielen herzlichen Dank, auch Thomas, dass du da auch deine eigenen persönlichen Erfahrungen mit reingegeben hast. Ich denke, das macht es für viele nochmal deutlich greifbarer. Toll. Wir sehen uns in LA, richtig? Wir sehen uns in LA. Ich freue mich schon drauf. Alle zusammen. Genau. Kommst da noch dazu. Genau. Genau. Spätestens, wenn wir den Oscar haben. Genau. Also Ja, hier wird weiter Gas gegeben und jedes Wunder wird halt auch mit Zauberkraft angefasst. Und das darf sich jeder auch nochmal klar machen. Ne? Jeder einzelne von uns ist ein Wunder und wir alle verdienen das, Glück zu haben, gesund zu sein und mit Leichtigkeit und Spaß unsere Begabungen zu leben. Das, wofür wir hier angetreten sind, würde ich sagen. Stimmt. Absolut. genau. Also, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Dankeschön für das Interview. Sehr, sehr gerne. Alles Liebe und auch für deine ganz persönliche Heldenreise. Servus! Felix. Servus. Servus.